Ich war schon immer eine sehr, sehr tierliebe Person und hatte immer auch Tiere gerettet, irgendwie als ich noch ganz klein war, von einer Freundin damals in der Grundschule, die ihr Meerschweinchen nicht mehr haben wollte, dann habe ich es halt genommen. Aber auf dieses Taubenthema und auch, dass es überhaupt ein Problem gibt mit den Stadttauben, bin ich hier noch gar nicht so gestoßen. Ich habe damals auch noch in Hamburg gearbeitet und habe dann aber auch die ersten Tauben dann gesehen, die Hilfe brauchten und habe dann die auch immer eingesammelt und meistens in den Hamburger Tierschutzverein gebracht, in die Süderstraße. Und dann habe ich irgendwann nicht mehr in Hamburg gearbeitet, sondern auf einem Biohof und dort war eine verletzte Brieftaube, die gelandet ist. Erstmal hat die da bei den Hühnern gelebt. Ich habe mir da auch irgendwie noch gar keine Gedanken gemacht. Ich dachte noch so, oh ja, da hat sie es schön, findet Futter. Dann kam die Brieftaube einmal wieder zurück zum Hof und hatte einen offenen Beinbruch. Sie saß dann oben auf dem Balken und das Blut tropfte so runter. Und dann habe ich 3 Tage lang versucht, sie einzufangen, weil sie konnte noch sehr, sehr gut fliegen. Das ist immer ja das Problem bei Vögeln. Habe dann mir Fallen gebaut und so weiter und so fort. Naja, und dann habe ich sie tatsächlich gekriegt und mich natürlich richtig doll gefreut, mit pochendem Herzen geguckt, was mache ich jetzt mit dem Tier? Bringe ich es wieder nach Hamburg in die Süderstraße? Und dann habe ich gegoogelt und gesehen, dass es jetzt auch einen Verein in Buchholz gibt. Also unser Verein wird dieses Jahr 5 Jahre alt. Damals gab es ja auch schon Vorbilder, also andere Städte, die da auch schon angefangen haben, nach dem Augsburger Modell zu arbeiten. Ganz erfolgreich natürlich in Augsburg und Stuttgart. Und dann hat sich eine Initiative zusammengeschlossen und haben gesagt, wir müssen jetzt irgendwie das mal anpacken. Und dann wurde der Verein gegründet und dann sind wir ein halbes Jahr später dazugekommen und mit anderen Leuten noch zusammen. Und dann haben wir auch immer mehr Werbung auch gemacht und immer mehr Leute getroffen, die auch Lust haben mitzumachen. Und mittlerweile sind wir über 50 Leute. Tauben haben alle ja einen unterschiedlichen Charakter. Das sind alles kleine Persönlichkeiten. Die einen sind ein bisschen schüchterner, skeptischer, mutiger, draufgängiger. Auch in den Beziehungen, die sie führen. Man sagt ja, dass Tauben monogam sind. Sind sie meistens. Es gibt aber auch offenere Beziehungsmodelle. Oder gleichgeschlechtliche Paare. Oder ich habe eine Dreierkonstellation, die auch happy miteinander sind. Oh, da knutschen gerade welche. Das ist tatsächlich auch ein Frauenpaar. Es gibt Tauben, die kuscheln richtig gerne viel miteinander und küssen sich auch viel. Es gibt Tauben, die machen es ein bisschen weniger. Es ist echt interessant, wie unterschiedlich die alle sind. Meine Tauben sind sehr verwöhnt. Die suchen sich das Beste vom Besten aus. Wenn die wüssten, wie die Stadttauben sich, egal auf welches Futter in der Stadt, stürzen, weil sie so ausgehungert sind, das ist echt ein Unterschied. Der ungewöhnlichste Werbetrick wurde in London demonstriert. Tauben im Dienst des Kundenfanges. Das geschieht so. Die als Briefträger erfahrenen Tiere werden von einer großen Schreibmaschinenfabrik in Kartons verpackt und an zukünftige Kunden verschickt. Die Stadttaube, die stammt ursprünglich von der sogenannten Felsentaube ab. Das ist eine wildlebende Art. Und diese wurde dann irgendwann eingefangen, domestiziert, weil der Mensch sich gedacht hat, ach, das kann ich für meine Bedürfnisse nutzen. Zum Beispiel wurde sie dann auch gezüchtet für Eier, die man dann verwendet hat, für Fleisch. Und man hat dann schnell herausgefunden, dass die einen sehr guten Orientierungssinn hat und auch richtig schnell fliegen kann und wurde dann ja auch zur sogenannten Brieftaube, die uns ja auch dann in den Kriegen zum Beispiel unterstützt hat, weil sie wichtige Botschaften von A nach B geflogen hat. Ohne Kompass findet jede Taube ihren heimatlichen Schlag. Ein kurzer Blick genügt und Herr Täuberich erkennt, dass er sich nicht in der Türe geirrt hat.
Irgendwann wurde die Taube nicht mehr so interessant für den Menschen. Das Huhn hat da auch immer mehr abgelöst, weil das dann noch mehr effizienter auch Eier gelegt hat zum Beispiel und mehr Muskelmasse hatte. Und zeitgleich waren die Kriege dann ja auch da und viele Taubenschläge wurden zerbombt. Das heißt, die Tiere sind dann auch frei gekommen oder wurden freigelassen und haben sich dann in den Städten angesiedelt. Tauben bleiben in den Städten und fliegen nicht vielleicht aufs viel schönere Land, weil sie einerseits sehr standorttreu sind. Die bewegen sich meistens nur 100 bis 200 Meter weit weg. Zudem ist das auch so, dass die ja auch nicht in Bäumen brüten, sondern halt alles, was so ähnlich ist wie ein Felsen. Das können dann zum Beispiel Parkhäuser sein oder Dachböden oder irgendwelche Vorsprünge an Gebäuden. Hallo. Na, meine Tüte? Ja, ist ja gut, mein Schatz. Alles gut. Ja, wunderbar. Da war dann nur 2 Fake-Eier. Sehr schön. Hast du aufgeschrieben? Mache ich. Sehr schön. Dadurch, dass der Mensch die Tiere domestiziert hat, das heißt, die haben kein normales Brutverhalten mehr. Die brüten nicht so wie die Ringeltaube, was ja ein Wildvogel ist, 1- bis 2-mal im Jahr, sondern das ganze Jahr durch. Und das kann theoretisch in jedem Monat ein Gelege sein. Das heißt, wenn man die dann auch nicht tauscht, dann gibt es, je nachdem, wie gut die Küken durchkommen, auch bis zu 10, 12, 14 neue Tiere, die dann entstehen, die dann ja auch relativ schnell nach einem halben Jahr geschlechtsreif werden. Und das geht dann relativ schnell, dass die sich dann sehr schnell vermehren. Aber das halt, wie gesagt, durch den Menschen angezüchtet. Das machen die nicht natürlich. Und die haben halt auch wirklich einen Brutzwang, nennt man das. Selbst wenn die so schlechte Bedingungen haben, kaum Futter da ist, dieses Ei kommt und will raus und die legen das und können es gar nicht einstellen. Das heißt, die können sich gar nicht entscheiden, oh, die Bedingungen hier sind richtig schlecht, ich finde gar kein Futter. Und ich habe vielleicht auch noch nicht mal einen richtig guten Brutplatz. Die legen trotzdem das Ei. So, jetzt kommen wir zu Kamikaze. Und er hat seinen Namen nicht umsonst bekommen. Hallo. Ja, bist du da? Ja. Ja, er ist da. Darf ich mal rein, bitte? Hallo, darf ich mal bitte? Ja, Entschuldigung. Gehst du da mal bitte runter? Dankeschön. Ja, oh. Ein frisches. Neues. Sehr ein schön. frisches. Warte, ich hol kurz. Da, das ist noch relativ frisch. Aber das ist mit unser aktivstes Pärchen hier. Ich brauche noch ein Fake-Ei. Ja, ich hol dir eins. Hier sind die Fake-Eier. Die werden dann einfach untergeschoben. Schön warm machen, damit die nicht so auf einem kalten Ei sitzen. So, Entschuldigung. Das Eiertauschen ist tatsächlich die einzige tierschutzgerechte Möglichkeit, die Population der Stadttauben einzudämmen, indem wir die echten Eier gegen Kunsteier tauschen. Die Tauben stört das überhaupt nicht, weil die erkennen den Unterschied nicht zwischen den echten und den Kunsteiern und bebrüten dann die Kunsteier tatsächlich so lange, wie sie es auch mit den echten Eiern machen würden, bis sie halt merken, dass daraus nichts schlüpft, was in der Natur tatsächlich auch immer wieder vorkommt. Es schlüpft nicht aus jedem Ei ein Küken, deswegen ist es auch die schonendste Art und Weise, die Population einzudämmen, weil sie geben dann einfach das Nest irgendwann auf und wenn das der Fall ist, entnehmen wir halt die Kunsteier wieder. Dann werden sie gereinigt, desinfiziert und bei der nächsten Tauschrunde wieder eingesetzt. Die Eier nicht zu tauschen bedeutet, das Tierleid zu vergrößern in Bezug auf die Stadttauben. Die Stadttaubenpopulation explodiert. Die Tauben finden nicht genug zu fressen und müssen sich von dem ernähren, was sie finden. Sie ernähren sich dann halt von Abfall, von Müll, teilweise auch von Erbrochenem, aus lauter Verzweiflung, was natürlich zu Durchfall bei den Tauben führt und zu diesem flüssigen Kot, den natürlich viele Bürger als sehr unangenehm empfinden, was nicht entstehen würde, würden sie artgerecht gefüttert werden.
artgerechte Nahrung wäre zum Beispiel Körner, also Getreidekörner, Erbsen, also Hülsenfrüchte, Sämereien, auch Mais füttert man. Das findet sie ja alles in der Stadt gar nicht. Und dann suchen sie trotzdem in den Städten in unserer Nähe nach Futter, betteln tatsächlich teilweise sogar die Menschen an, weil sie auf uns geprägt wurden über Jahrhunderte. Also wir können das immer richtig gut verstehen, wenn jemand sagt, ich möchte nicht, dass so viel Taubenkot auf meinem parkenden Auto ist, weil die Tiere in den Parkhäusern vielleicht brüten oder Gebäude beschmutzt werden. Problem ist tatsächlich, dass der normale Taubenkot, der wäre gar nicht so schlimm, sondern das ist dieser sogenannte Hungerkot, den die Tauben haben, aufgrund der schlechten Ernährung, die sie halt teilweise in den Städten haben, aufgrund dessen, dass sie sich nicht artgerecht ernähren können. Dann ist der Kot sehr säurehaltig und auch ja, sehr dünn, wie Durchfall halt einfach. Und gesunder Taubenkot, das sind kleine Kügelchen, die sehr schnell fest werden, die würde man gar nicht bemerken. Die würden dann auch recht schnell trocknen und dann verpuffen irgendwann. Gesunde Tiere haben solchen Kot, deswegen ist auch ganz wichtig, dass die Städte merken, dass eine Fütterung auch das Stadtbild sauberer macht, dadurch, dass der Kot dann kaum noch auffällt. Und zeitgleich gab es ja auch den Boom der sogenannten Vergrämungsfirmen, die ihr wirtschaftliches Geschäft wittern mit ihrer Arbeit, Tiere vom Menschen fernzuhalten. Und die haben auch Ängste geschürt, und zwar ordentlich. Dass sie zum Beispiel diese Netze verkaufen können, die regelmäßig gewartet werden müssen und dadurch auch immer wieder Geld generiert werden kann. Oder die verkaufen diese teuren Spikes, die dann überall zu sehen sind, dass die Tiere sich da nicht hinsetzen können. Alles so semi-erfolgreich oft, weil die Tauben auch sehr kreativ sein können und in diese Spikes zum Beispiel auch kleine Stöckchen reinlegen und sich einen Turm bauen und dann da oben dann drauf brüten. Aber die können sich natürlich auch massiv dran verletzen. Dann können sich da aufpieksen an den Spikes, die können in den Netzen hängen bleiben. Oft ist es auch so, dass Vergrämungsfirmen nicht gucken, was ist überhaupt hinterm Netz, sondern die machen einfach zu. Das heißt, die Tiere werden eingesperrt bei lebendigem Leibe, verdursten, verhungern elendig. Man muss dazu auch sagen, um das nochmal zu verdeutlichen, wie schlimm das für so ein Tier ist, weil eine Taube, die empfindet Hunger und Schmerz genauso wie wir Menschen. Und hat genauso Panik, versucht da rauszukommen und leidet halt einfach elendig und über Tage, wenn sie da eingesperrt wird. Und wir versuchen dann auch immer zu sagen, dass es nicht nachhaltig genug ist, einfach bei sich selbst Vergrämungsmaßnahmen durchzuführen, weil dann der Nächste das Problem hat, weil die Tiere dann gegebenenfalls nur ein Gebäude weiterziehen. Und dann freut das natürlich die Vergrämungsfirma, weil dann haben die den nächsten Auftrag. Aber die Stadt oder die Städte sollten halt darüber nachdenken, Alternativen zu schaffen, die nachhaltig sind. Und das wäre dann zum Beispiel das Augsburger Modell. Also die Lösung liegt eigentlich sehr nahe, das ist das Augsburger Modell. Das bedeutet, man stellt Taubenschläge auf, man gibt den Tieren endlich wieder ein Zuhause, ein Dach über dem Kopf. Die Tiere verbringen die meiste Zeit des Tages auch tatsächlich in den Schlägen und dann, wie gesagt, nur 100 bis 200 Meter drumherum. Sie müssen nicht mehr auf Futtersuche gehen. Das heißt, das allgemeine Bild, was der Mensch hat, ist, okay, wenn die Tiere in diesen Taubenschlägen sind, das sind schon einfach weniger Tiere, weil sie auch nicht mehr so sichtbar sind. Der meiste Kot fällt dann innerhalb des Taubenschlags an und man kann die Taubenpopulation tierschutzgerecht reduzieren, indem man halt die Eier gegen Attrappen tauscht. Im Prinzip ist es eine Lösung für die Tiere und für den Menschen, weil der Mensch die Taube nicht mehr so wahrnimmt und die Tiere haben endlich ein Dach über dem Kopf und kriegen eine artgerechte Betreuung. So. Je nachdem, wie groß die Stadt ist und wie groß die Stadttaubenpopulation ist, müssen natürlich mehrere Schläge aufgestellt werden, auch an mehreren Standorten. Immer da, wo halt auch die Schwärme sind, weil dadurch, dass die standorttreu sind, nützt es nichts, einen Taubenschlag irgendwo aufs Land zu stellen. Man kriegt die da dann nicht so über Kilometer weit irgendwie weggelockt, sondern es sollte schon sehr standortnah dann auch aufgebaut werden. Und im Buchholz haben wir das mal so hochgerechnet, bräuchten wir schon insgesamt so 5 bis 6 Taubenschläge. Einen Taubenschlag haben wir schon. Etwas außerhalb der Stadt, der da für die Tiere da ist, die halt dann an diesem Standort leben. Das heißt, der ist auch gar nicht wirksam für die Innenstadttauben. Wir haben von der Stadt Buchholz eine Fläche überschrieben bekommen
Und darauf sollen Container errichtet werden, wo die Bahnhofstauben, die jetzt in der Innenstadt leben, sozusagen einziehen sollen. Auf der Fläche ist noch sehr viel zu tun. Die wären dann auch nur für die Bahnhofstauben. Das heißt, es müssten auf jeden Fall noch 2 mindestens noch mal in der Innenstadt am besten entstehen. Von unserer Kapazität her würden wir es tatsächlich gerade gar nicht schaffen, weitere Schläge zu planen, aufzustellen und auch zu betreuen. Wir hoffen ja auch immer noch, dass die Stadt irgendwann begreift, dass es nicht nur übers Ehrenamt lösbar ist, das Problem, sondern dass es auch angestellte Personen gibt, die da mitmachen. Das gibt es in anderen Städten auch. Das sind dann richtig 40-Stunden-Jobs, die dann da auch ausgeschrieben werden. Im Ehrenamt kann das sein, dass irgendjemand dann doch eine gewisse Zeit vielleicht auch gar nicht mehr aktiv sein kann, weil im privaten Umfeld ganz viel los ist oder auf der Arbeit ist es stressig. Man ist immer von der Freiwilligkeit der Menschen abhängig und die kann sich von heute auf morgen ändern. Das hatten wir auch in der Vergangenheit schon, dass Menschen, die sehr, sehr viel gemacht haben, von heute auf morgen dann gar nichts mehr gemacht haben, weil vielleicht auch ein Schicksalsschlag da war oder irgendwelche Umstände. Es ist wie so ein kleines Unternehmen, so ein Stadttaubenverein. Man hat ganz, ganz viel Verantwortung den Tieren gegenüber und den Menschen gegenüber. Und man macht das alles irgendwie neben seiner Arbeit, Freizeit, seinem Familienleben. Und wir bräuchten wirklich Menschen, die fest angestellt sind. Wer Lust hat, sich für Tauben zu engagieren, ist sehr herzlich willkommen bei uns oder auch bei anderen Stadttaubenvereinen in eurer Nähe. Es wird immer händeringend im Ehrenamt gesucht für diverse Tätigkeiten. Also eigentlich sage ich immer, wir haben für jede Person auch das Richtige. Man kann einmal im Monat bei uns zum Beispiel Eier tauschen, man kann aber auch jeden Tag sich engagieren, wenn man Lust hat. Man kann am Computer Sachen machen, verwalterische Tätigkeiten, Social Media. Oder man engagiert sich in den Taubenschlägen und betreut die Tiere dort, füttert sie, macht da sauber. Man kann Tauben bei sich zu Hause aufnehmen, wenn man Lust hat, direkt im Kontakt mit denen zu arbeiten, also als Pflegestelle, um die Tiere so 2, 3 Wochen bei sich zu beherbergen. Also als Pflegestelle nehme ich meistens kranke oder verletzte oder irgendwie hilfsbedürftige Tauben auf, die zum Beispiel gefunden werden und so zu uns kommen. Und dann habe ich die mehrere Wochen meistens bis wenige Monate dann bei mir, kümmere mich um die, versorge die mit Futter und Wasser, beobachte die natürlich und bei Bedarf, je nachdem was die Taube so hat, kriegt die dann natürlich auch Medikamente und medizinische Versorgung. Ich habe gerade Polly als Gast bei mir, die ist eine Dauerpflegetaube im Moment. Sie ist alleine aufgewachsen, hat ihr Leben lang in einer Wohnung gelebt, ohne andere Tauben. Und dadurch ist sie fehlgeprägt auf Menschen. Das heißt, sie kommt gar nicht mit anderen Tauben zurecht. Dann habe ich gesagt, ich kann sie erstmal mit zu mir nach Hause nehmen, wenn sie gerade gerne eine Wohnungstaube sein möchte. Das kann ich ihr geben. Aber gleich mit der Idee im Kopf, dass wir natürlich nochmal im Frühjahr oder Sommer dann versuchen, sie wieder zu integrieren. Weil natürlich am besten für eine Taube natürlich andere Tauben sind. Die Stadttaube, sie ist noch da und es wird auch noch ein langer Weg sein, bis man es vielleicht sogar schafft, dass es gar keine Tauben in der Stadt gibt. Und solange sie noch da sind, sollte man den Tauben mit einem normalen Respekt gegenübertreten. Das heißt, man hindert vielleicht seine Kinder daran, sie zu jagen. Man sollte vorsichtig sein, wenn sie gerade auch über die Straße laufen und man mit dem Auto lang fährt, dass man dann vielleicht ein bisschen achtsamer ist mit den Tieren. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, vor allem auch an heißen Tagen Wasserschalen aufzustellen, dann ist nicht nur den Stadttauben geholfen, sondern auch allen Tieren, die bei uns leben, die sich dann mit Wasser versorgen können. All die Sachen, die uns Menschen jetzt quasi stören, dass sie in unseren Städten leben, dass sie unseren Müll fressen, dass sie sich so viel vermehren, das ist eigentlich alles unsere Schuld, unsere Verantwortung, weil wir haben die Tauben auch so gezüchtet. Und die leiden natürlich auch total darunter. Die hungern, die werden krank, weil sie nicht genug und nicht das richtige Futter haben. Und wir Menschen haben das Leid verursacht. Und ich finde, dann sind wir Menschen auch dafür verantwortlich, uns um diese Tiere zu kümmern.